Was lange währt, wird endlich gut, liebe Freunde. Seit März überfällig und jetzt endlich erschienen. Erst auf Ostern verschoben, dann auf Mai verschoben und jetzt endlich am 12. Juni liegt endlich die lang erwartete Moody Blue von Follow the Dream Records vor. Ein Re-Release, 2016 gab es das Album schon mal und ich habe es heute gleich ausgepackt und reingehört und möchte mit euch das Unboxing und den Review exklusiv gemeinsam mit euch machen. Nach dem Intro geht's gleich los. Elvis Presley. Ja, bevor wir starten, möchte ich euch daran erinnern, ihr wisst ja, bei einem YouTube-Kanal ist es wichtig, dass ihr ein Abo mir hinterlasst und ein Gefällt mir und die Alarmglocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Vielen Dank schon mal dafür. Ja, Moody Blue von Follow the Dream Records, lang erwartet, heute in der Post. Wir packen sie gemeinsam aus. Dann schneiden wir mal auf und nehmen mal das Prachtstück aus der Hülle. Ich klappe mal hier auf. Ihr seht die Titelauflistung. Ihr seht die Liner Notes, die übrigens sehr interessant sind. Dazu haben wir viele schöne Bilder von Elvis aus dieser Zeit, 1976. Auf der Rückseite finden wir natürlich die Titelauflistung LP1, LP2. Und ich nehme jetzt mal die LP1 aus der Hülle. Ihr seht wieder eine gefütterte Innenhülle. Und hier dieses wunderbare Gold Sprangled Vinyl. Macht sich sehr, sehr gut. Im ersten Moment denkt man, die Platte hat einen Fehler, aber das gehört natürlich so. Ja, und auch die zweite LP werde ich euch mal kurz zeigen. Auch hier haben wir die Gold Sprangled Version mit Seite C und Seite D. Ja, das Album startet so, wie auch das Originalalbum gestartet war, das im Juli 1977 erschien, nämlich mit einer Live-Version von Unchained Melody. Hier hat man aber die Live-Version von Rapid City genommen vom 21. Juni 1977, wie ich finde, die eindeutig bessere Wahl. Aber damals waren vermutlich die Master schon bereit und gemischt. Man hat sich für eine frühere Version aus dem April 77 entschieden. Hier aber auf der FTD von Moody Blue haben wir die, wie ich finde, großartige Fassung mit Elvis am Piano aus Rapid City vom 21. Juni 77 aus seiner letzten Tournee. Am 26. April 77 in Kalamazoo hat Felton Jarvis, Elvis' Plattenproduzent, der einem leid tun konnte, denn Elvis hatte mehrere Aufnahmesessions gecancelt oder vorzeitig verlassen. Er musste auf Tour mitschneiden, um überhaupt das Album, das neue Album, das für den Sommer 77 angekündigt war, voll zu kriegen. Und so ging er nach Kalamazoo unter anderem und nahm dort auf If You Love Me, Let Me Know. Ohne jetzt dem Fazit vorzugreifen, was mir an dem Album sehr gut gefällt, ist insgesamt der Mix. Vic Anesini, der übrigens auch für das Remaster von Aloha from Hawaii zuständig war, hat dieses Album gemischt, hat die Songs neu gemischt und ich finde, er hat es großartig gemacht. Wir haben hier so richtig diesen herrlich natürlichen Studio-Sound von Elvis. Da ist kaum Hall drauf, Echo schon gleich gar nicht. Wir hören wirklich Elvis pur im Studio mit seinen Musikern ohne irgendwelche Overdubs und ich finde diesen Sound großartig. Er gefällt mir sehr, sehr gut und das möchte ich euch mal zeigen an einem Beispiel. Ein kurzer Ausschnitt von Blue Eyes Crying in the Rain, wo wir die akustische Gitarre so schön hören, wie wir sie vorher noch nicht gehört haben. Twilight, oh, I see her, blue eyes crying in the rain. Das gleiche gilt für He'll Have to Go.
Auch hier haben wir einen sogenannten Rough Mix, also wirklich kein Hall, nichts drauf, nur pur abgemischt im Studio, klingt wunderbar. Und das gleiche auch nochmal für Bitter They Are, Harder They Fall, ein Song aus dem Album vom Elvis Presley Boulevard Memphis, Tennessee, der mir persönlich immer sehr, sehr gut gefallen hat. Und wir gehen auf die Seite B und dort erwartet uns unter anderem der Titel Pledging My Love, das war ja die B-Seite gewesen von Way Down, von Elvis letzter Single. Und wir haben hier Take 1 und Take 2 drauf, auch hier schön anzuhören. Eine lockere Stimmung, obwohl das Lied ja eigentlich eher ein trauriges Lied ist, aber hier herrscht lockere Stimmung im Studio. Elvis in guter Form, Pledging My Love. Kein geringerer als Andrew Lloyd Webber hatte den Song It's Easy For You komponiert und geschrieben, den Elvis auf sein letztes Album Moody Blue mit draufpackte. Und auch hier hören wir eine ungeschnittene Version, einen Rough Mix und wie ich finde auch hier ein großartiger Sound. Posthum nach Elvis' Tod erschienen ja Singles, unter anderem war eine Single B-Seite nach seinem Tod der Titel Softly As I Leave You. RCA hatte dabei damals schon auf einen Soundboard-Mitschnitt zurückgegriffen vom 13. Dezember 1975 in Las Vegas. Wenn man die Single damals gehört hat, die Tonqualität war unterirdisch. Ich war jetzt sehr gespannt, ob FTD hier auf dieser Moody Blue Version doch eine klanglich bessere Fassung dieses Songs uns bringt. Und ich muss sagen, ich bin herb enttäuscht. Wir hören das gleiche Rauschen, das für mich nicht nachvollziehbar ist. Denn auf dem Album ist noch ein weiterer Titel drauf, der in der gleichen Show aufgenommen wurde, also auch mit dem gleichen Equipment vom 13. Dezember 75, ist der Song America the Beautiful, werde ich später darauf zu sprechen kommen, wo die Soundqualität viel, viel besser ist. Warum hier bei Softly As I Leave You die Soundqualität damals so schlecht war, warum sie heute immer noch so schlecht ist, erschließt sich mir nicht und mir schließt sich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht, warum man den Song überhaupt auf dieses Album drauf hat. Hört kurz rein, dann versteht ihr, was ich meine. Softly, Long before you miss long me, before you miss me, long before your arms can beg me stay. long before you. So, ich habe schon mal das Hemd gewechselt, weil wir auch die Platte wechseln. Wir kommen zur LP2. Bevor wir aber zur LP2 kommen, liebe Freunde, möchte ich noch auf die Frage der Woche der letzten Episode eingehen. Ich hatte gefragt, wer spielte bei der Aufnahme von In the Ghetto im Studio am 20. Januar 1969 das Schlagzeug. Ja, und als erster gab die richtige Antwort Franz Nübel. Herzlichen Glückwunsch, lieber Franz, an dich. Du warst der Schnellste mit Gene Chrisman am Schlagzeug. Am Ende dieser Episode gibt es natürlich auch wie immer eine Frage der Woche, bleibt also dran. So, jetzt aber kommen wir zur zweiten Platte von dieser wunderbaren Veröffentlichung Moody Blue, von diesem Re-Release von FTD. Und der beginnt, wie sich das gehört, standesgemäß mit einem Rock'n'Roll-Song, dem letzten Rock'n'Roll-Song, den Elvis Presley aufgenommen hat, und zwar Way Down. Und wir bekommen den Master, und zwar den Master in einem Undubbed Mix, in einem Rough Mix sozusagen. Ja, hört sich toll an. Danach kommt für mich eine wunderbare Perle auf diesem 2-LP-Set. Ein Song, den ich schon immer gerne mochte, She Thinks I Still Care. Interessant an diesem Song ist ja auch, dass Elvis den Song im Laufe der Takes, die er aufgenommen hat für diesen Song, doch vom Tempo her stark variiert hat. Es ging also los so ein bisschen Country Blues mäßig, bis es dann am Schluss eine reine Country Ballade wurde. Wir haben hier eine wunderschöne, bisschen bluesige Fassung von She Thinks I Still Care, der Take 2B, 2B. Wir hören rein. Just because I asked a friend about her, just because I spoke her name somewhere. Ja, und danach schenkt uns FTD jetzt 3 Master, wie wir sie auch auf der Original-LP haben. Kann man machen, muss man nicht. Wir hören Moody Blue, den Master. Wir hören den Master von Pledging My Love und wir hören Let Me Be There. Let Me Be There war ja der Albumfüller sozusagen.
ich habe ja vorhin erwähnt, Felton Jarvis musste immer wieder suchen bei Live-Konzerten, dass er passende Aufnahmen bekommt, um das Album voll zu kriegen, weil eben diese Studio-Sessions, auch die in Graceland, nicht die nötige Ausbeute gebracht haben, die man gebraucht hätte für ein tolles neues Album. Und so hat er eben auf Tournee immer aufgenommen, und hier hat er sogar auf einen Titel zurückgegriffen, der schon einmal veröffentlicht war, und zwar 1974 auf der LP Elvis Recorded Live on Stage in Memphis, Let Me Be There, ein Olivia Newton-John Cover, und der kam nochmal drauf. FTD hat sich entschieden, hier die Fassung zu veröffentlichen auf dieser Doppel-LP jetzt, wie sie auch auf der Original-LP erschien. Da hätte ich mir jetzt auch gewünscht, dass man die Fassung genommen hätte ohne diesen zusätzlichen Applaus. Da wurde ja das Publikum nach oben gemischt sozusagen, damit es alles viel lauter wirkt, weil die Akustik im Mid-South Coliseum für die Live-Aufnahme nicht so optimal war. Man wollte einfach mehr Zuschauerreaktion haben und hat dann entsprechend das alles nach oben gemischt. Diesen Mix von 1974 haben wir hier auch genommen. Mittlerweile ist ja auch der normale Mix veröffentlicht worden, schon mehrfach sogar. Ich hätte mir persönlich gewünscht, wenn man den Song schon einbaut auf die Platte, dass man dann diese Version nimmt, aber gut, sei es drum. 3 Master hintereinander, wie gesagt, Moody Blue, Pledging My Love und Let Me Be There. Ja, nach den 3 Mastern bekommen wir das Meisterwerk dieser Platte. Ich finde es toll gelungen. Und zwar ein Composition-Track, das heißt, man hat zusammengesetzt aus verschiedenen Aufnahmen eine einzige. Das hat RCA oder FTD bisher nur sehr selten gemacht. Hier haben wir es bei America. America the Beautiful war eine Single, die auch nach Elvis' Tod posthum erschien. Und man hat hier für diese Moody Blue von FTD einen Zusammenmix gemacht, sozusagen aus einer Live-Aufnahme, die man mitgeschnitten hat am 13. Dezember 1975 in Las Vegas. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin Softly As I Leave You erwähnt, in dieser schlechten Qualität. Jetzt bekommen wir eine deutlich bessere Qualität, warum auch immer. Und gleichzeitig hat man das Ganze gemixt mit dem Überbleibsel von der Studioaufnahme. Elvis hat ja diesen Song im Jungle Room in Graceland tatsächlich aufgenommen, und man hat aus Versehen das Band gelöscht und es blieb nur noch der Schluss erhalten. Das hat man damals nicht gemerkt. Der Schluss ist aber da, und ich spiele euch jetzt mal diesen Übergang vor von der Live-Fassung von Las Vegas 75, der Übergang in das Überbleibsel in den Schluss aus der Jungle Room Fassung von 1976. Ja, und schon sind wir auf der letzten Seite angelangt. Die bringt uns nun die Unchained Melody, und zwar die Fassung, die tatsächlich auf der Moody Blue gelandet ist, allerdings wieder ohne Overdubs, nicht bearbeitet. Und wie ich eingangs schon erwähnte, ich persönlich ziehe die Fassung von Rapid City deutlich vor, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Danach geht es weiter mit Little Darling, auch ein Song, den Felton Jarvis eben aus diesen Live-Konzerten mitgeschnitten hat. Auch ihn bekommen wir ohne Overdubs. Mitgeschnitten am 25. April 1977 in Ann Arbor. Diese Fassung unterscheidet sich nur sehr wenig, also die Overdubs haben sich hier in Grenzen gehalten, obwohl man da damals wirklich für Moody Blue eine exzellente, wie ich finde, exzellente Overdub-Arbeit geleistet hat. Little Darling hätte man vielleicht auch in der Originalversion auf die Platte packen können, aber ist okay. Ja, die letzten beiden Titel auf diesem wunderbaren Doppel-LP-Album sind Moody Blue. Diesmal haben wir den Master ohne Overdubs, sehr interessant und vor allem ungeschnitten. Und das Interessante daran ist, dass Elvis hier unheimlich viel Energie in den Song reinlegt.
Er macht am Schluss, er wiederholt immer wieder und immer wieder, also er hatte Freude an diesem Lied. Ja, und dieses Doppelalbum von FTD schließt mit einer Fassung von My Way. My Way war ja auf dem originalen Moody Blue Album auch nicht drauf. Aber ich denke, wenn man sich schon dafür entschieden hat, auch noch die Singles, die nach Elvis Tod, also auch unmittelbar nach der Originalveröffentlichung von Moody Blue erschienen sind, mit drauf zu packen, dann gehört auch natürlich My Way mit drauf. Hier hat man sich für die Fassung entschieden aus Saginaw in Michigan. Eine Fassung, die ein bisschen anders als die sonstigen 77er Versionen, ein bisschen näher an der Aloha, ich nenne es jetzt mal die Aloha Version, also an der 1973er Fassung dran ist. Gefällt mir persönlich sehr gut und da hören wir auch kurz mal rein. Oh, what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. You said the words he truly feels, and not the words ever live. The record shows I took the blows and did it my way. The record shows I took the blows and did it my way. Ja, soweit die Besprechung dieser Doppel-LP. Ich komme jetzt aber zu meinem Fazit. Vorher gibt es aber noch die neue Frage der Woche. Such an easy question. Why can't I get an answer? Die Frage der Woche heißt: Zu welchem Song, der in den Jungle Room Sessions 1976 aufgenommen wurde, nahm Elvis nie eine Vokalstimme auf? Gibt also nur ein Instrumental. Schreibt es in die Kommentare wie immer rein und ich bin gespannt, wer wieder der schnellste und erste ist. Für die Fans ist das wahrscheinlich kein Problem. Viele werden es so wissen, andere müssen vielleicht ein bisschen googeln. Ich bin gespannt, wer der erste sein wird diesmal. Ja, und jetzt komme ich zu meinem Fazit. Fazit zu dieser Doppel-LP: Natürlich, sie gefällt mir gut, sie gefällt mir sogar sehr gut, keine Frage. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, die Tonqualität. Die Tonqualität ist, wie eigentlich bei allen Alben, die ich bisher von FTD in der Vinyl-Version hatte, absolut top. Wir hören die Songs in einer sehr, sehr guten Qualität. Wir müssen Abstriche machen bei dem Soundboard-Mitschnitt zu Softly As I Leave You, habe ich vorhin bereits erwähnt. Aber ansonsten haben wir es mit einer Top-Qualität zu tun. Kritisch anmerken zur Veröffentlichung möchte ich Folgendes. Es gab ja von FTD bereits die Fassung vom Elvis Presley Boulevard Memphis, Tennessee. Da hat mich damals schon gestört, obwohl ich es in meinem Video nicht erwähnt habe, weil ich gedacht habe, na okay, drückst mal ein Auge zu. Man hat damals schon Songs draufgepackt, die eigentlich auf der Moody Blue drauf waren. Und jetzt auf der Follow the Dream Moody Blue wiederum sind Songs drauf, die eigentlich vom Album her vom Elvis Presley Boulevard Memphis, Tennessee gehören. Da stellt sich mir jetzt die Frage, warum macht man das? Also grundsätzlich, es ist aus den gleichen Sessions, das ist mir klar. Die beiden Alben sind aus den gleichen Sessions entstanden. Dennoch, wenn man diese Alben von Follow the Dream Records als Companion zum eigentlichen Album betrachtet, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man dann von diesem Konzept abweicht. Dass man die Singles noch mit draufpackt, die danach kamen, okay, das kann man noch so, denke ich, durchgehen lassen, so als Output, als unmittelbar nach Elvis Tod. Aber warum man jetzt zum Beispiel einen Song wie Blue Eyes Crying in the Rain, der mit dem Album Moody Blue überhaupt nichts zu tun hat, hier mit draufnimmt, erschließt sich mir nicht, so schön wie die Aufnahmen sind. Vielleicht wäre es besser gewesen, man hätte einen Doppel-Release gemacht, also 2 Doppel-LPs zu den Sessions von 1976, das wäre ehrlicher gewesen, oder zu The Final Elvis, oder ich sage jetzt nur einfach irgendwas, was mir gerade einfällt, das wäre ehrlicher gewesen, aber so vermisse ich ein bisschen den klaren Bezug zu den eigentlichen Alben. Das gilt sowohl für die Moody Blue FTD, wie auch für die vom Elvis Presley Boulevard Memphis, Tennessee FTD. Das wäre meine kritische Anmerkung dazu. Ansonsten haben wir wieder tolle Liner Notes. Wir haben wieder eingepackt ihr habt es gesehen, in gefütterte Hüllen. Also all das, was wir von Follow the Dream Records erwarten können.
Diesmal hat man uns sehr lange warten lassen, aber ich kenne die Gründe nicht. Ich will jetzt nicht den Stab überbrechen. Möglicherweise gab es irgendwelche Produktionsschwierigkeiten. Wer von euch was weiß, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King.